Audax Randonneurs Mondejoux, das legendäre Superbrevet Paris-Brest-Paris, 1200 Kilometer pure Ausdauer, knappe 7000 Teilnehmer weltweit, fahren von Paris an den Atlantik und wieder zurück, Tag und Nacht im Sattel, in kühlen Nächten und bei glühender Hitze, zwischen Euphorie und totaler Erschöpfung, Faszination Brevetfahren, das ultimative Event aller Randonneure, das Superbrevet Paris-Brest-Paris. Willkommen zu Teil 10, zu Etappe 3. Diesmal geht's denn die letzten Stunden in der ersten Nacht, relativ einsam, also mit wenig Mitfahrern, über die dunklen und doch kühlen Straßen in Nordfrankreich. Start ist in Vilaine-la-Juelle und es geht nach Fouché. Der Track nochmal. Haben knappe 90 Kilometer vor uns, 700 Höhenmeter. Hab also jetzt die zweite Kontrolle mit insgesamt 35 Minuten Pause gemacht. Haben jetzt 4:07 Uhr knapp und insgesamt bin ich 7,5 Stunden unterwegs. Und jetzt bei Kilometer 203. Und dann, die anderen sind alle noch kurze Hose. Weiß nicht, ich glaube, ich fahre erst mal gucken, vielleicht wird einem dann ja doch wieder warm. Und wenn es kalt bleibt. Meistens ist ja 4 bis 6, 7 Uhr so die fiese Zeit. Aber vielleicht werde ich mich morgen Mittag auf die Zeit oder auf die Temperatur zurücksehen. Wenn dann echt der Schweiß in Strömen läuft. Und hier wird wohl einer von seinen Freunden nochmal ordentlich verabschiedet auf die dritte Etappe. Anfangs war ich doch relativ allein auf der Straße. Man sieht das hier, dass nicht mehr so viele Radfahrer auf der Straße sind. Und irgendwann fiel mir da ein Rad auf, was so komische Geräusche gemacht hat. Ja, das war ein Velophon, das sagte mir überhaupt nichts. Das ist so ein Röhrchen, wo wohl irgendwelche Glasperlen oder sowas Geräusche an Metallstäben machen. Und das war für die Fahrerin der Sound der Erde. Und sie wird also die gesamte Tour mit dem Sound der Erde hinten auf dem Gepäckträger machen. Bye! So wie man sieht man nichts außer einen roten Punkt. Und dann den nächsten. Es ist absolut stockdunkel hier. Für mich ging es dann weiter. Haben wir es jetzt schon kurz vor 5. Man kann die Sterne alle sehen. Ich habe also zu Anfang nicht ganz so viel Wolkenfrei. gefilmt, weil man, wie jetzt hier zu sehen, immer nur eine schwarze Nacht mit einem roten Punkt in der Ferne sah. Irgendwie 1, 2 Rücklichter der Leute, die dann vor einem waren. Und dann gab es hier schon wieder einen Versorgungspunkt, irgendwie durch Anwohner in Liribey. Wir haben jetzt 5 Uhr, also noch nicht ganz eine Stunde unterwegs, auch erst 18 Kilometer gemacht. Und hier sieht man, wie schön das dann nachts abgesperrt wird und gesichert wird durch Leute, die dann, wenn man da eine Hauptstraße überquert, aufpassen, dass man nicht irgendwie unter das Auto kommt. So kann man dann, wenn die winken, einfach ohne zu gucken über so eine Hauptstraße fahren. Das wird sich auch durch die gesamte Tour so ziehen. Ja, einmal in Celle und da hinten ist wieder rabenschwarze Nacht. Alles aus. Bis auf die roten Lämpchen. Ja, es macht Spaß. Dann hat man seine Lampe und rauscht dann wieder mit den anderen durch die dunkle Nacht. Etwas die Hügel hoch. Und ein bisschen später die Hügel dann wieder ein bisschen schneller runter, wie jetzt hier. Aber jetzt ist wohl die Zeit, wo viele irgendwie sich hingelegt haben und ein bisschen ausruhen wollen. Also es macht sich auch auf der Straße bemerkbar. Also wie in der zweiten Etappe, wo ja noch wirklich alles voll war, ist es jetzt nicht mehr und wird es auch bis zum Etappenziel in Fouché so bleiben, dass da nicht mehr so viele Radfahrer auf der Straße sind. Also mittlerweile haben wir jetzt 5:30
1,5 Stunden bin ich knapp unterwegs mit 32 Kilometern. Insgesamt 10 Stunden auf den Beinen seit Start mit jetzt 235 Kilometer. Die nächste ruhige Stadt, wieder ein bisschen größer, gibt also Straßenbeleuchtung. Kurz vor 6 haben wir mittlerweile. Und so fahren wir doch alle relativ vereinzelt, nicht im kompakten Verband. Und mit moderatem Tempo fahren wir dann unsere Strecke ab. Macht sich wahrscheinlich bei jedem bemerkbar die Vorbelastung jetzt von über 260 Kilometern. Wir sind da vorher auch noch den ganzen Tag auf dem Gelände unterwegs gewesen. Und jetzt ist irgendwie der Körper auf Schlafen eingestellt. So habe ich auch keinen gesehen, der jetzt also wirklich äußerst schnell hier die Straße lang fährt. So fahren wir also alle moderat weiter. Ist auch ein bisschen kühler jetzt hier, also man sieht, einige haben Armlinge an. Ein bisschen rasanter wird es dann, wenn man so ein bisschen den Abhang runterrauscht. Aber dann geht es auch danach gleich wieder berghoch. Und das Tempo geht deutlich nach unten. Aber allein ist man wirklich nie. Man sieht immer irgendwo Radfahrer. Ja, man sieht oft, dass die Leute dann auch gern aus dem Sattel kommen, wenn es dann auch nur moderat nach oben geht. Ist es doch eine willkommene Abwechslung für das Gesäß, dass da mal wieder Blut überall hinkommt, dass der Druck mal für einen Augenblick wegkommt. Auch wenn es ja ein bisschen anstrengender ist für den Körper. Mal wieder so ein Versorgungspunkt. Da haben wir uns jetzt knapp vor 6 Uhr. 41 Kilometer sind rum. Da habe ich aber nur kurz geguckt, bin dann auch rasch weiter. Es wird wieder heller. Die Sonne geht bald auf. Aber es ist noch kalt. Zumindest für mich. Andere fahren ja echt in kurzen Ärmeln. Haben wir also jetzt kurz vor 7. 2,5 Stunden bin ich unterwegs. 60 Kilometer sind rum. Und ein bisschen über 11 Stunden seit Start bei nun Kilometer 263. Und nun fahren wir schon eine Weile hier immer einen Berg hoch. Sind also nicht rasend schnell.
da gab es denn ganz willkommen am Weg eine Bäckerei. Und da haben noch viele Stopp gemacht. Und ich hatte jetzt auch irgendwie Hunger bekommen. Und da war dann so ein Baguette eine willkommene Abwechslung zu den Bananen und den Eiern, die ich bislang nur gegessen habe. Mit so ein bisschen Weingummi. Und man sieht auch hier die Fahrer, die fahren alle relativ langsam. Also bis wir hier oben ankommen, waren doch alle lange den Berg hochgefahren. So, Baguette gibt's hier. Ja, lecker Baguette. 7 Uhr mittlerweile. Soweit haben wir auch nicht mehr. Jetzt also noch knappe 30 Kilometer. Und so langsam wecken einen wieder die Geister. Die Sonne und das Licht sind da. Es ist noch nicht so richtig warm. Aber es ist auch nicht mehr weit bis nach Vaugirard. Und die Gruppen bilden sich wieder ein bisschen kompakter. Einige fahren auch wieder ein bisschen schneller. Das ist jetzt schon Vaugirard. Sind also am Ziel von der 3. Etappe. 8 Uhr haben wir genau, so ziemlich genau 4 Stunden habe ich gebraucht für die knapp 90 Kilometer. Also knapp unter 4 Stunden. Mittlerer Puls waren 127, die Durchschnittsgeschwindigkeit 22,7. Da zählte auch mit rein diese Pause, die ich bei der Bäckerei gemacht habe. Das waren bestimmt 15 oder 20 Minuten. Und jetzt fahren wir alle diesen langen Hinweg zu der Kontrolle. Da haben die Straße oder die Zufahrt geteilt, dass sich da keine Fahrer ins Gehege kommen. Dann geht es ja einmal über die Kontrollmatten. Und damit haben wir Kontrolle Nummer 3 in Vaugirard erreicht. Und das ist dieser markante Kontrollpunkt, wo wir gleich in der Halle diese vielen großen Flaggen sehen. Aber erstmal geht es zum Stempeln vom Brevet-Heft. Da wird die Uhrzeit eingeschrieben. Und jetzt ist so die Zeit gekommen, wo in den Hallen und in den Nebenräumen, gerade so die ruhigeren Dusch- und Umkleideräume wie hier, sich die Leute dann hinlegen, teilweise dann auch schaffen einzuschlafen. Wird gefrühstückt. Wir haben jetzt kurz nach 8. Und das hier diese hübsche Halle mit den bunten Flaggen von der Und Decke. da wird auch überall geschlafen. Und hier liegen dann überall in den Ecken und auch hier in der Mitte, Oder Powernapping. legen sich die Leute einfach hin, auf den Rücken und schlafen ein wenig. Ja, einmal schön lang machen. Und der Rest versucht sich zu stärken. In der Werkstatt Hier gibt es wieder also hauptsächlich Baguette, Brötchen, Kuchen, Da gibt es das Essen. Kaffee, Getränke. Und man muss doch ein bisschen anstehen. Also es dauert wohl, verliert dann Zeit im Stehen, bis man dann so ein Essen bekommt. Dann nehme ich dann lieber so eine Bäckerei, da ist man schneller an seinem Essen, als hier so lang zu stehen.
Die haben sich Schlafsäcke mitgebracht. Und hier sieht man, haben sich einige so leichte Schlafsäcke mitgenommen. Oder man sieht das auch an den Taschen hier in der Ecke. Da gibt es einen Service, dass man sich ähnliches Zeug da ablegen lassen kann, was man dann selbst nicht mitnehmen muss. Und so kann man dann zum Beispiel die Wäsche wechseln. Ja, Schuhe aus, Augen zu decken und irgendwie auch ein bisschen Garderobe unterm Kopf, dann als Kopfkissen etwas Powernappen. Ich bin dann wieder raus, habe so ein bisschen noch geguckt, wie die Fahrer hier reinkommen und wie die Fahrer dann wieder weiterfahren. Ein permanentes Kommen und Gehen. Werden dann die Räder abgestellt, die Stempel geholt, vielleicht etwas gegessen, sich hingelegt oder nur auf dem Stuhl ein bisschen ausruhen. Und dann geht es wahrscheinlich für die meisten relativ schnell weiter. Aber es braucht doch Zeit. Also ankommen, Rad abstellen, stempeln, anstehen, bisschen sitzen. Das ist enorm viel Zeit, die da immer weggeht. Ja, nun geht's für mich auch wieder weiter dann. Gegessen habe ich dann nichts. Und hier schreibe ich mal meine Aufenthaltsdauern bei den Kontrollen auf. Also bei der ersten waren es 40, dann 35, jetzt sogar ein bisschen mehr mit 45. Plus diese Zeit bei der Bäckerei kurz davor. Genauso, was ich bislang gegessen habe. Also Bananen ein paar von den Eiern waren es bislang. Plus ein Teil vom Baguette. Den Rest habe ich jetzt hier mit und werde es unterwegs essen. Haben jetzt also kurz vor 9, haben 13 Stunden 15 seit Start hinter uns, sind jetzt bei Kilometer 292. Wieder geht's zurück bei dieser getrennten Zufahrt zum Checkpoint. Hier gab es auch noch eine Art Kantine, wo man was essen konnte. Und es geht weiter mit dem Start zur Etappe 4. Diesmal denn alles mit Licht und hell und Sonne. Wird dann auch bald wärmer. Und dann irgendwann auch schön heiß. Aber hier sieht man das auch, also die haben lange Hosen an oder was anderes Langärmeliges. Wird also doch ein bisschen dauern, bis die Sonne ihre Kraft entwickelt und wir uns dann alle ausziehen. Ja, dann seid gespannt, wie es jetzt auf Etappe 4 weitergeht. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.